Meine Damen und Herren, Ausstieg der Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Sich nach einem durchzechten Abend in ein selbstfahrendes Auto zu setzen, ist für viele Berliner und Harald Juhnke Gedenksäufer der ultimative Traum. Neben einer nie leer werden wollenden Flasche Jägermeister. Und genau so ein selbstfahrendes Auto setzt die BVG seit mehreren Monaten mehr oder weniger erfolgreich als Bus mit 6 Sitzplätzen ein. Zudem ist er auch umweltfreundlich, da mit Strom betrieben wird. Und in dieser Zeit hat der Bus schon weit mehr als 3000 Fahrgäste in Reinickendorf befördert, was wiederum die BVG mehr als zufrieden stellt. Der Bus pendelt dabei werktags immer von 8 bis 20 Uhr zwischen der Endhaltestelle der U-Bahn-Linie 6 und der Haltestelle an der Uferpromenade des Tegeler Sees. Am Wochenende sieht das allerdings meistens dann doch etwas anders aus, denn der Bus wurde auch schon am Potsdamer Platz gesehen, wo er sich im Kino einen neuen Film angeschaut hatte. Und leider auch schon sonntagsabends, wie er sich sternhagelvoll von einem echten Bus nach Hause fahren ließ. Aber damit unterscheidet er sich nicht von einem Berliner oder gar von Harald Juhnke. Freiburg. Dass die katholische Kirche nicht gerade ein Quell der Innovation ist, kann Galileo Galilei persönlich berichten. Außerdem verlassen auch immer mehr Menschen die Kirche, was voll doof ist für die Followerzahlen von Gott auf Instagram. Auch hat sich vor einiger Zeit die Protestbewegung Maria 2.0 etabliert, die sich für mehr Rechte und Ämter für Frauen in der katholischen Kirche einsetzt. Jedoch fand das die katholische Kirche jetzt nicht mehr ganz so lol und hat eine eigene Gegenbewegung gegründet namens sehr kreativ Maria 1.0. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob sich diese Gegenbewegung dann für weniger Rechte und Ämter für Frauen in der Kirche einsetzt. Dafür soll es aber bestimmt mehr Dancing Poles geben in der Kapelle. Nun hat sich die namensgebende Maria selber zu Wort gemeldet, selbstverständlich per WhatsApp, und bat nun beide Gruppierungen, sich gefälligst einen anderen Namen zu suchen. Gerade weil Maria seit 2000 Jahren einen Beef mit der katholischen Kirche hat, die sich immer noch weigert, ihr eine Mutterrente zu bezahlen. Tenor: keine Kohle ohne Vaterschaftsnachweis. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Amish County in Ohio. Spätestens wenn sich die Maschinen gegen uns erheben, werden die Amish sich ein Kullerkeks freuen. Denn bei ihnen kann sich ja bekanntlich nichts erheben, was nicht mit einem beherzten Schlag mit dem Hammer geamischt wird. Dass aber auch die Amish wissen, wie man eine Party feiern kann und nicht nur wie 1866, konnte man nun in Ohio erleben. Denn dort hat die Polizei 2 Amish-Jugendliche, die mit ihrer Kutsche Schlangenlinien fuhren, angehalten, um dann festzustellen, dass die beiden Jugendlichen ordentlich Bier getankt hatten. Nur ist genau das den Amischen strengstens verboten, wie auch vor dem Gesetz zu fliehen. Natürlich versuchten es die beiden trotzdem, was jedoch recht schnell endete, da keiner von ihnen wusste, wie man der Polizei bei einem Fahndungslevel von 2 Sternen entkommt. Tja, GTA hätte hier geholfen. Zudem entdeckten dann die Polizisten, als sie die Kutsche nach weiterem Alkohol untersuchten, dass die beiden Jugendlichen in den Rückraum der Kutsche eine fette Stereoanlage eingebaut hatten. Okay, dann hat wohl einer von den beiden doch schon mal GTA gezockt. Bristol. Als wären die Menschen in Bristol in Southwest England nicht schon geschlagen genug damit, aus Bristol zu stammen, hat es die kleine Stadt leider wieder einmal geschafft, in die Nachrichten zu kommen. Nicht wieder wegen dem berühmten Bristol-Serienkiller, der alte Frauen zu Tode kitzelte. Oder dem berühmten Bristol Pennywise, der walisischen Rennpferden in Kanalisation auflauerte und dann zu Tode langweilte. Sondern dieses Mal hat es ein 17-Jähriger in die Nachrichten geschafft, der sich seit seinem 14. Geburtstag einzig von Pommes, Chips und Weißbrot ernährt hat. Mit der Konsequenz, dass ihn diese Mangelernährung nicht zum nächsten Bristol Chippendale machte, sondern dass sie ihn erblinden ließ. Bereits mit 14 stellte der Hausarzt bei dem damals noch vollkommen gesunden Jungen einen leichten Vitaminmangel fest. Um diesen aber entgegenzuwirken, empfahl er dem Jungen ausreichend Obst und Gemüse zu essen. Und da er halt aus Bristol kommt, dem Bielefeld Englands, setzte er diesen Ratschlag halt recht eigenwillig um. Aber zu seiner Verteidigung muss man auch sagen, dass Pommes in Bristol als Obst gelten. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Flow Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Fading Flow Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Vielleicht ist es der einen oder anderen schon mal aufgefallen, aber mein Vorname ist Florian. Weil meine Eltern dachten,
welchen Namen können wir ihm geben, damit er sich immer an uns erinnern wird. Und weil vom Framing her Vornamen wie Stormageddon oder El Presidente oder gar Thanos damals negativer besetzt waren, als sie es heute sind, entschieden sich meine Eltern für Floriana. Doch nach einigen Jahren stellte sich heraus, dass ich gar keine Floriana war, sondern ein Florian. Zum Glück haben sie mich nicht Uschi genannt, denn davon ist die männliche Form ja Pucki. Umso überraschter war ich, als ich mich gerade am Flughafen entschied, die 2000 Kilo Kokain nicht beim Zoll anzumelden, dann beim Vorbeifahren an selbigen nicht nur Plakate mit meinem Gesicht drauf gesehen habe, sondern auch ein ganzes Magazin nur über mich. Und ich muss sagen, rein vom Flow her ist Flow so gar nicht Flow ich geflowt hätte. Deshalb sei gewarnt, Flow Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter unserer Beobachtung. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere sind nur Fake News.